Herzlich willkommen zu unseren Curator Conversations, die wir hier führen, anlässlich zum 20-jährigen Bestehen vom Edith Rußhaus für Medienkunst. Da wir dieses Jahr natürlich vor viele Probleme gestellt sind, war es jetzt auch nicht möglich, hier ein großes Event zu veranstalten, offensichtlich. Und deswegen wollen wir jetzt aber so ein bisschen auf die Geschichte des Hauses schauen und dafür eben mit diesen Interviews ein bisschen, zurückschauen, uns erinnern und eben uns mit Leuten unterhalten, die auch mit daran beteiligt waren, das Edith Rußhaus zu prägen und zu dem zu machen, was es heute ist. Und ich spreche jetzt mit Ingmar Lehnemann. Ingmar Lehnemann hat von 2009 bis 2014 hier als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet. Er hat zum Gesamtwerk der Künstlerperson Brian O'Doherty promoviert und arbeitet heute als Kurator an der Städtischen Galerie in Bremen. Hallo Ingmar, schön, dass wir es geschafft haben. Na, gerne. Geht's dir denn gut? Ja, gute Frage in diesen Zeiten. Ja, mit dem üblichen Stress, den alle haben, indem man natürlich Ausstellungen irgendwie anders organisieren muss und gucken muss, wie man nächste Projekte stemmt und eben leider Videokonferenzen machen, anstatt Leuten gegenüber zu sitzen, was ja schon ein bisschen komisch ist. Aber sonst, ja doch, nee, geht gut. Das ist schön. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns, dich hier noch eine weitere Videokonferenz zu setzen. Ja, ist gut. Das freut uns natürlich sehr. Vielleicht steige ich einfach direkt in die Erinnerungsgeschichte zum Edith Rußhaus ein und frage dich, was war denn die erste Ausstellung oder das erste Projekt, was du hier am Edith Rußhaus miterlebt hast? Eingestiegen bin ich, ich glaube Mitte September, also sozusagen von der Kunsthalle kommend am nächsten Tag, am Montag dann am Edith Rußhaus angefangen und da lief auf Hochtouren, lief gerade die Landscape 2.0, also Landschaft 2.0 Ausstellung. Die hatte schon angefangen und ich habe sozusagen vorher schon, weil ja klar war, dass ich anfange, habe ich dann schon angefangen, Texte für den Katalog zu schreiben, also so Künstlertexte. Das heißt, mein Einstieg war im Prinzip schon bevor ich eigentlich da war. Und dann lief diese Ausstellung, damit hatte ich dann gar nicht so viel zu tun, aber was gleichzeitig lief, war ein Stipendienprojekt. Das heißt, eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, in der ersten Woche gleich, als ich da war die Versionhood Party, wo es eben von Kristin Lucas um die Versionhood ging, also ein Ich 2.0, das sie damals sozusagen hochgeladen hat, also gelebt hat. Und das ganze Stipendium, sie war relativ lange da, das ganze Stipendium ging eigentlich darum, dass wir geguckt haben oder dass sie geguckt hat nach lauter Dingen, die mit einer zweiten Version von einem selbst zu tun haben könnten. Und das gipfelte in dieser Versionhood Party, wo wir erstens einen Elvis-Imitator hatten, nachdem schon vorher, bevor ich da war, schon lange gesucht worden war. Und zweitens dann auch noch eine unglaubliche Karaoke-Sache hinterher alle abziehen mussten. Und so war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war tatsächlich dem Elvis-Imitator beim Ankleiden zu helfen und danach irgendwie auch Karaoke singen zu müssen bei dieser Party. Ja, also das war vielleicht ein ganz typischer Edith Rußhaus-Einstieg. Also es hat gleich gut angefangen und dann habe ich aber ziemlich bald auch, also tatsächlich schon, ich glaube schon 2 Monate nachdem ich angefangen hatte, habe ich gleich die erste Ausstellung kuratieren können mit Guy Ben Air. Und das war eine ganz, ganz tolle Einzelausstellung, die mich auch bis heute ja immer noch nachhaltig beeindruckt hat. Wenn du jetzt sagst, deine ersten Aufgaben neben Katalogtexten schreiben waren, Elvis-Imitator einzukleiden, waren das jetzt so typische Aufgaben oder Erwartungen, die du auch an deinen Job hattest, als wissenschaftlicher Assistent mit sowas konfrontiert zu werden? Oder hattest du vielleicht auch noch andere Vorstellungen, wie die Arbeit aussehen könnte? Also diese Stelle als wissenschaftlicher Assistent, die ist eigentlich da so richtig erst geschaffen worden. Also Miriam Misbach hat das damals geschafft, dass sie gesagt hat, es reicht jetzt, dass Thema Leute nur für ein Jahr sind, die sie sich aus irgendwas abspart. Und sie braucht einfach irgendjemanden, der mitarbeitet kontinuierlich. Und deswegen ist diese Stelle überhaupt geschaffen worden, wo es dann auch eben entsprechend darum ging, dass man schon einen bestimmten Hintergrund hatte, akademisch wie kuratorisch und so. Und und dann war es aber natürlich so, dass wir uns irgendwie zu zweit eigentlich wesentlich alles aufteilen mussten, was jetzt nicht die Technik war oder eben so so ganz Basic-Organisationsfragen. Und das heißt, da waren auch so Sachen mit dabei wie die gesamte Pressearbeit und sowas alles, was zum Teil schon
arg zu viel war, wenn man tatsächlich dann auch noch inhaltlich so ein Projekt zu stemmen hatte mit der ganzen Orga ja auch, die mit dranhängt dann. Also an der Stelle zum Beispiel hätte ich mir das anders vorgestellt noch, dass man noch sehr viel inhaltlich erarbeitet oder da mehr Zeit für hat. Aber andererseits ist es ja klar, diese Häuser funktionieren so, das wusste ich auch vorher. Man muss ja auch sagen, dass auch damals bei Sabine Himmelsbach bei der Leitung das nicht so war, dass sie irgendwie nur die Leitung gemacht hätte oder so, sondern natürlich auch alles mitgestemmt hat. Also das war eh klar und das habe ich jetzt hier ja auch wieder oder hier sogar noch extremer vielleicht. Das zeichnet ja solche Häuser auch aus, dass man alles irgendwie mitmacht und aber es dann auch direkt ist und schnell ist. Wenn du sagst, du hast das hier auch, magst du vielleicht ein bisschen darauf eingehen, wie sich das ja sonst noch so ein bisschen detaillierter unterscheidet, also die Arbeit, die du hier gemacht hast und die Arbeit, die du jetzt machst? Naja, das ganz große Detail, also erstmal hat mich die Arbeit am Edith-Roos-Haus qualifiziert, das hier überhaupt zu machen, was hier ist, weil als ich an die Städtische Galerie gekommen bin, ist hier tatsächlich eine relativ extreme Personalsituation entstanden, wo einfach sozusagen die organisatorische Assistenz weg war. Also ich hatte es eigentlich praktisch alleine. Und gerade die ganzen Techniksachen und die Dinge, die ich am Edith-Roos-Haus auch mitgemacht habe, also dass ich wusste, wie man einen Beamer ordentlich einrichtet und solche Geschichten, die haben mich hier zum Teil auch wirklich einigermaßen gerettet. Der größte Unterschied ist natürlich der Fokus. Also ich habe hier in der Städtischen Galerie Bremen den Fokus auf der regionalen Kunstszene, wie auch immer man das dann ausgestaltet und definiert. Und ich versuche das halt möglichst international zu machen, also viele Kooperationen und Themenausstellungen und Ähnliches. Aber das war im Edith-Roos-Haus ja natürlich genau umgekehrt, dass man da eben wirklich die ganz große internationale Medienkunstszene immer hatte. Die Ausrichtung auf die Kunstszenen, die sind natürlich komplett anders. Und in Oldenburg fand ich das eine der faszinierendsten Sachen, dass wir immer, glaube ich, mit Recht reklamiert haben, dass man uns in Oldenburg nicht so gut kennt, vielleicht wie das sein sollte. Aber dafür New York. Also wenn jemand sozusagen in der New Yorker Kunstszene irgendwie ein Haus sagen müsste im Nordwesten, dann würde er wahrscheinlich das Edith-Roos-Haus sagen. Und das war natürlich, so hat sich es auch immer wieder angefühlt zumindest. Ist auf der anderen Seite natürlich Quatsch gewesen, weil wir wahnsinnig viele Sachen gemacht haben, die einfach vor Ort und mit Riesenresonanz ja stattgefunden haben. Du hast eben schon eine Ausstellung genannt, die so sehr prägnant für dich war. Gibt es so mehrere Projekte, die dich vielleicht auch in der Zeit begleitet haben, als du am Edith-Roos-Haus war, an die du sonst noch gerne zurückdenkst? Ja, eigentlich sehr, sehr viele. Alle Ausstellungen, die ich betreuen konnte, die ich selbst machen konnte, sowieso. Also gerade auch die Produced Ad, wo es eben um die 10 Jahre Stipendium ging damals. Also das war nach dem Jubiläum. Haben wir dann, ein Jahr später haben wir dann die 10 Jahre Stipendium auch ein bisschen größer gefeiert und eben eine Ausstellung dazu gemacht. Und das war dann auch mit den aktuellen, noch nicht gezeigten Stipendiatinnen und Stipendiaten, was wahnsinnig Spaß gemacht hat und auch ziemlich irre Projekte dabei waren. Das war großartig. Dann die Paul de Marinis-Ausstellung, die ich nicht selbst kuratiert habe, weil die von außen kam. Aber das war auch ganz, ganz faszinierend, weil da einfach viel an ungewöhnlichen Arbeiten drin war, die man sonst so nicht gesehen hat. Und wir haben ein irres Projekt auf dem Julius-Mosen-Platz umgesetzt, nämlich Raindance. Wo wir dann so eine Art Laufsteg hatten, wo man, der Paul de Marinis hat so ein System gefunden, wie er Sound auf Wasser bringen kann. Also ein Wasserstrahl funktioniert letztendlich wie eine Leitung, das ist bekannt auch und das heißt, man kann da Musik drauf bringen. Und wenn man diesen Wasserstrahl dann unterbricht, dann kriegt man eben das mit dem Schirm macht, dann kriegt man eine Art Lautsprecher und so hat er diesen Raindance, diesen Wasserwalk gemacht, sozusagen, wo man sich einen Schirm nimmt und dann geht man drunter durch und dann hört man eben im Moment, wo man unter den Wasserstrahl tritt, dann Musik. Und das war natürlich eine wahnsinnig beliebte Sache und hat einen Riesenspaß gemacht. Ganz, ganz beeindruckend. Ja, und dann, also ich glaube, die Zeit, ich habe 2012 dann interimsweise das Haus geleitet, nachdem Sabine Himmelsbach weggegangen ist und das war nochmal so eine ganz besonders faszinierende Zeit, auch irgendwie, weil natürlich unglaublich was zu bewältigen war, was ich vorher zwar irgendwo so mitgemacht habe, aber plötzlich hatte ich es alles auf dem Tisch. Und es war aber auch eine Zeit dieser Übergangszeit, wo wir als Team unfassbar toll gearbeitet haben, eine tolle Zeit hatten und da waren solche Projekte wie Digital Uncanny von Brigitte Felderer, was nochmal so einen Horizont geöffnet hat. Und ja, also das waren, glaube ich, vielleicht nochmal so Punkte, wo es dann nochmal ganz besonders geworden ist.
Zu unserem 20-jährigen Jubiläum, 20 Jahre liegen hinter uns, hast du denn vielleicht noch was du uns sagen willst, was du ans Haus richten möchtest? Wünsche, Empfehlungen, irgendwie sowas oder ein Gruß? Ja, ein Gruß natürlich, also das ist ja klar, das sowieso an alle. Ich meine, es ist eine Schande, nicht da sein zu dürfen und mit euch feiern zu können. Und da kann ich vielleicht noch kurz sagen, dass diejenigen, die noch da sind aus der Zeit, die werden das weitererzählen können, dass wir beim 10-Jährigen eine irre Party sozusagen hatten, in dem Sinne, dass wir 2 Abende so Programm gemacht haben, wo es sehr voll war, viele Leute da waren, alle viel Spaß hatten, wir extra aus Taiwan Leute eingeflogen haben für eine Performance und so. Also es war ganz großartig, deswegen vermisse ich das jetzt natürlich in diesem Moment sehr. Fände das sehr nett, wenn ich das miterleben dürfte. Genau. Nein, ansonsten ja weiter so. Also ich meine, das ist durchhalten, noch größer werden, noch wichtiger werden. Nein, ich glaube tatsächlich, das ist das Ding, dass das Edith Roshaus ist wahnsinnig merkwürdig entstanden. So merkwürdig das entstanden ist und so unausgereift das vielleicht auch an bestimmten Punkten am Anfang war, woran man immer noch bis heute immer noch auch arbeitet und Probleme mit hat und so. So sehr hat es doch unfassbare Projekte gebracht und die laufen ja die ganze Zeit, das sieht man ja, die bringen Aufmerksamkeit und die sind total wichtig. Also von dem her, ja, bitte weiter, größer, mehr und so. Ich hoffe sehr, ich kann bald mal wieder endlich vorbeikommen, so Ja. richtig ausführlich. Das wäre sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Deine ausführlichen Antworten und ja, hoffentlich bis ganz bald. Ja, das hoffe ich auch, genau. Grüß bitte alle schön. Super, machen wir. Dankeschön. Okay, alles klar. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.